sind live. Toni, ich mache gerade noch mal eine Ansage, damit jeder weiß, um was es heute geht. Ja, hallo Leute. Ja. Willkommen zum Studio Frühstück Live. Heute eine Ausgabe, auf die ich mich schon seit langem sehr gefreut habe. Über WhatsApp-Audio zugeschaltet den Toni Frenzel. Das ist der Mann hinter den beliebten Klanghelm-Plugins, mit denen ich persönlich sehr gern arbeite. Und warum ich der Meinung bin, dass Klanghelm sowas wie die blaue Mauritius unter den Plugin-Entwicklern ist, das werden wir jetzt gleich rausfinden und hier heute besprechen. Hallo Toni. Hi Marc, das war ja eine Begrüßung. Herzlichen Dank. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, haben schon ich glaube, über die letzten 2 Jahre immer mal telefoniert und zusammengefasst bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass du wirklich was sehr Ungewöhnliches machst, was ich so in der Form eigentlich kein zweites Mal kenne. Weil zum einen ist es so, und da will ich gleich mit einem Zitat von dir einsteigen, nämlich ich brauche 2 Jahre, um ein Plugin zu entwickeln. Ja. Zum Zweiten, du bist Klanghelm, du bist Mr. Klanghelm. Das ist eine absolute One-Man-Show, was ich schon sehr erstaunlich finde, weil eigentlich ich querbeet mit Producer, Mixer, Musikerkollegen reden kann und Klanghelm kennt jeder. Und das Dritte wäre dann noch, was ich sehr erstaunlich finde, dass du im klassischen Sinne eigentlich noch nie Marketing gemacht hast für deine Plugins. Nee, und das ist richtig. Das sind jetzt schon mal 3 Aussagen. 2 Jahre braucht er, um ein Plugin zu entwickeln. Er macht alles alleine, er hat noch nie Marketing gemacht, trotzdem kennt ihn jeder. Ich glaube, da musst du mir jetzt ein paar Sachen erklären und dafür nehmen wir uns jetzt mal richtig Zeit, weil da steckt, glaube ich, eine interessante Story dahinter, die ich teilweise nur kenne. Und für den Rest haben wir uns jetzt heute ein bisschen Zeit genommen. Vielleicht gibst du uns mal irgendwie eine kurze Einleitung, was du meinst, was da als Info für unsere Hörer wichtig wäre. Naja, ich bin halt klassischer Autodidakt. Also ich habe weder Informatik studiert oder irgendwas mit Elektrotechnik oder so, sondern bin halt rein über die Musik daran gekommen. Und mich hat halt schon immer interessiert, wie Klang entsteht. So, und wollte halt quasi zu der Wurzel des Klanges immer durchdringen. Das ging quasi als Kleinkind los, wo ich dann die Radios auseinandergebaut habe. Und überhaupt immer alles auseinandergebaut habe, weil ich einfach wissen wollte, wo dieser tolle Sound herkommt, der da aus den Lautsprechern kommt, ja. Das war eigentlich immer meine Triebfeder. Und ich würde schon sagen, ich habe halt 2 linke Hände, ne? Also Löten ist schlecht. Aber das hat uns ja schon mal einen Hinweis drauf gegeben, dass du auf jeden Fall schon lange, bevor überhaupt von Plugins irgendwie die Rede war, schon irgendwie einen Analog-Background hattest und auch irgendwie schon dir ein Verständnis dafür geschaffen hast, wie jetzt analoge Audiogeräte funktionieren, richtig? Auf jeden Fall. Also das war schon so die Grundlage. Aber so richtig... Ich sag mal, der Durchbruch für mich kam so richtig, als die VST-Schnittstelle freigestellt wurde. Ja. Und ich dachte, wow, ich muss nicht löten, ich muss nicht mehr löten. Okay. Cool. Ja. Das hat's dann gebracht. Das ist dann schon so eine kleine Geschichte auch der digitalen Revolution quasi, dass jetzt plötzlich jemand, der sich für Audiogeräte interessiert hat, aber nicht löten konnte und vielleicht keinen Schaltkreis entworfen hat oder das nicht studiert hat, plötzlich sagt, ich versuche das jetzt digital zu machen. So wie wir es eigentlich überall in der Welt sehen, dass die ganze alte Welt durch digitale Versionen ersetzt werden, von Dating bis Taxis. Ja, ich finde es auch eine wunderbare Sache, dass man sich so auch von diesem ganzen materiellen Ballast löst. Ja. Dass also quasi, dass das letzten Endes alles in deinem Kopf passiert. Und das finde ich schon eine große Befreiung. Gerade was auch Plugins angeht, Plugins entwickeln. Ich brauche ja nichts. Ja. Wenn ich Hardware entwickeln würde, bräuchte ich ja eine Riesenkette, eine Werkstatt, alle möglichen Gerätschaften. Im Prinzip brauche ich letzten Endes bloß meinen Computer und meinen Kopf.
Ja. Das ist eigentlich alles, was ich benötige. Und es ist auch nicht mehr so, dass um an Wissen zu gelangen, dass man da großartig Bücher kaufen muss oder in Bibliotheken gehen muss, irgendwas Materielles in der Hand braucht, sondern dieses Wissen gibt es im Internet. Ja. Und so bin ich letzten Endes auch dazu gekommen. Also alles, was ich übers Programmieren weiß, über DSP weiß, auch übers Design, Modeling und so, das kommt alles aus dem Internet und nicht aus irgendwelchen Büchern. Gehen wir nochmal auf den Zeitpunkt, wo die VST-Schnittstelle vorgestellt wurde. Zu dem Zeitpunkt hattest du schon, erstmal warst du Musiker, hast selber mit Sicherheit schon einen Recording-Hintergrund gehabt in dem Moment, hast dich interessiert, wie die Analogtechnik funktioniert, hast also wirklich einen umfassenden Background gehabt, was jetzt die ganze, sagen wir mal, ästhetische Seite betrifft und bist dann aber in dem Moment erstmalig aufs Programmieren gestoßen? Nee, das Programmieren ging schon in den 80er Jahren los. Okay. Also ich habe ja auch damals in meinem Studentenjob so Datenbanken programmiert und sowas und hatte schon einen gewissen Background an Programmiersprachen. Nur ist halt dieser ganze DSP-Kram wesentlich komplexer als, ich sag mal, eine Programmiersprache zu lernen und anzuwenden. Aber wenn du jetzt sagst 80er Jahre, ich bin ja auch in den 80ern, sagen wir mal, musikalisch sozialisiert worden und habe in den 80ern auch schon Recording gemacht, angefangen mit 4-Spur Tascam und so. Da muss man schon ganz klar sagen, wenn man da mal zusammenzählt, das sind jetzt dann schon irgendwie 30 Jahre Know-how, die in dem stecken, was du heute machst, richtig? Also ich weiß nicht, so richtig Know-how habe ich eigentlich erst in den letzten 10 Jahren angehäuft, würde ich sagen. Weil es auch so war, dass als die VST-Schnittstelle herauskam und man selber sich versuchen konnte, gab es halt noch nicht so wahnsinnig viel Dokumentation. Ja. Und es ist heute auch wirklich wesentlich einfacher, ein Plugin herzustellen, ein funktionierendes Plugin herzustellen, ja, und sei es nur ein Lautstärkeregler oder so. Das war damals wirklich schon eine sehr komplexe Angelegenheit, bis man überhaupt, bis das überhaupt durch einen Compiler durchlief und letzten Endes auch auf dem eigenen Rechner dann lief. Würdest du sagen, dass es für dich ein Vorteil war, diese ganze Entwicklung von Anfang an mitgemacht zu haben? Schwer zu sagen. Also ich bin eher dazu geneigt zu sagen, dass das eine große Zeitverschwendung war. Unnötige Zeitverschwendung. Aber okay, ich meine, es war halt die Zeit, ne? Es steckte alles noch in den Kinderschuhen. Von welchem Jahr reden wir jetzt ungefähr, wo wir gerade zeitlich sind? Ende der 90er. Ich habe es halt am Anfang wirklich auch nur sehr lose verfolgt. Damals wollte ich noch Rockstar werden. Und das kam dann erst so Anfang, als ich so Anfang 30 war, so vor 10 Jahren, wo ich dachte, das ist nichts für mich. Ich will... Ja, das hat halt lang gedauert. Also ich habe halt, so der erste Schritt war, dass ich mehr Lust hatte auf Mixen als auf Einspielen. Ja, das war schon so der erste Schritt weg vom kreativen Songschreiben. Und der zweite Schritt war, dass ich halt dann anfing, damals mit Reaper, da gibt's ja dieses Jesus Sonic JS Script, diese Skriptsprache, die sehr einfach ist, programmierte mir da so kleine Helferchen zusammen. Und das Ende vom Lied war halt, dass ich dann auch nicht mehr so viel Lust auf Mixen hatte, sondern die meiste Zeit damit verbracht hatte, irgendwelche Dinger zu programmieren. Und dann irgendwann war ja dann die Stunde 0 für Klanghelm. Genau, das war damals VUMT. Ich habe damals sehr viel mit, es war 2010, 2011, damals sehr viel mit Nebula gearbeitet. Und da war Gainstaging ja extrem wichtig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran es bei Nebula lag. Ich weiß halt nur, wenn der Pegel zu heiß war, gab es übelste Verzerrungen, also die auch schlimmer klangen als bei anderen Plugins. Deswegen brauchte ich einen VU-Meter für mich selbst. Ach, ich verstehe. Und am besten einen VU-Meter mit einem Trimregler unten dran.
Das war eigentlich für Nebula gedacht. Da kann ich kurz einwerfen, dass ich glaube, meine wichtigste Audio-Lesson, die in meinem Buch steckt und die ich an Leute immer vermitteln kann, ist, dass man sich mit dem Thema Gain-Staging wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt, weil es wirklich eine ganz fundamentale Sache ist für das Produzieren von solidem Audio. Und ich habe auch da eine Analogie gefunden, wo ich gesagt habe, das Gain-Staging ist wie dein Bankkonto. Nämlich, wenn du zu nah im roten Bereich bist, dann verlierst du einfach die Flexibilität, wirklich was kreativ zu schaffen und kreative Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir das so vorstellen, dass das dann in so einem Entwickler-Environment, wo man dann auch ganz genau mit dem Gain-Staging umgehen muss, dass es einen dann auch dazu bringt, wirklich sehr präzise zu arbeiten, so wie ich es auch noch in dem 16-Bit-Digital-Umfeld dann eben auch noch gelernt habe und mir Dinge angewöhnt habe, die einfach dann dazu führen, dass man wirklich im ganzen Verlauf einer Audioproduktion immer genügend Headroom hat, um jede Entscheidung, die man gerade treffen will, einfach auch treffen zu können, ohne dass man jetzt den kompletten Headroom im Mixbus neu aufbauen muss. Ich denke einfach, dass diese Konstruktion des DAW-Mixers ja mit diesen Übersteuerungsanzeigen, was anderes ist es ja letzten Endes nicht, dass das sehr, wie sagt man, sehr misleading ist. Auf sehr jeden Fall, ja. Ist, genau. Genau. Und das war halt auch ein Grund, mal ein vernünftiges VU-Meter zu haben. Es gab ja damals nur das von PSP, dieser polnischen Firma. Ja, genau. Aber das hatte dann schon einige Jahre auf dem Puckel und funktionierte bei mir wirklich sah mehr nach Slideshow aus als nach einem flüssigen Meter. Und da war auch keine Neuentwicklung am Horizont. Dann habe ich mich halt selber rangesetzt. Ja, ich bin da so in diese Gain-Staging-Sache so richtig reingekommen durch das Mastering-Audio von Bob Katz und sein System. Und der Moment, wo ich dann kapiert habe, okay, 0 dB VU müssen wir jetzt digital irgendwo definieren. Das war der Punkt, wo ich es dann eigentlich auch kapiert habe, wo ich gesehen habe, okay, es scheint auch immer noch wirklich ein großes Thema für viele Leute zu sein. Also jedenfalls die Sachen, die so von mir, meine Plugins, die so nonlineares Zeug emulieren, wo Gain-Staging ja wirklich sehr wichtig ist. Ich schreibe in jedes Manual rein, Leute, guckt, dass die Nadel immer so um 0 dB VU sich bewegt, dann klingt's am besten. Weil sonst fehlt dir ja die komplette Tiefe dieser ganzen Emulation, weil sonst bist du irgendwo an einem extremen Rand der Emulation und hast eigentlich nicht diese ganze Dynamik, die dadurch entsteht, dass der eben ab einem gewissen Bereich in eine Saturation reingeht, richtig? Ja, dann hat man irgendwann halt bloß noch eine Rechteckwelle. Und da gibt's wirklich auch viele, viele Missverständnisse. Also ich kriege wirklich viel Support-Anfragen, auch was das bedeutet. Und interessanterweise kriege ich auch sehr viele Fragen, die kaufen sich das VUMT, weil gedacht wird, Gain-Staging, prima, gleich mit Trimregler, wunderbar. Ja, genau. Und dann vergleichen sie das mit den Aussteuerungsanzeigen in ihrer DAW und verstehen nicht, warum ihre Logic oder Cubase-Meter einen anderen Wert anzeigen als genau, da kannst du ihnen eigentlich meinen Gain-Staging-Artikel, den Link gleich mitschicken, da wird das nämlich alles erklärt. Wunderbar. Ja, super. Da haben sich ja zwei gefunden, würde ich sagen. Also mit VU-Meter fing es an, weil du erstmal für dich ein Messgerät brauchtest für die Entwicklung quasi. Genau. Nicht für die Entwicklung, auch, also ich mache ja weiterhin Musik und Mix-Sachen und so, auch von anderen Leuten. Ja. Aber hauptsächlich war es wirklich der pure Egoismus, warum ich das Ding entwickelt habe. Mhm. Und dann ging es wie weiter? Dann ging es weiter mit dem DC-8C, also dem Kompressor, weil also Kompression finde ich einfach das Geilste, was es gibt in der Audiowelt, und wollte mich einfach an einen Kompressor ranmachen. Ein Kompressor, der so alle Features hat, die ich so im Kopf hatte, wo ich denke, Mensch, diesen oder jenen Kompressor finde ich toll, aber der hat ja dieses oder jenes nicht. Ich wollte halt einen Kompressor haben, der so alles hat. Da warst du aber natürlich von deiner Geschichte her auch schon in einer Welt,
wo dir einfach völlig klar war, dass ein Kompressor jetzt nicht nur ein Gerät ist, was irgendwie Dynamik regelt, sondern dass es auch wirklich sehr viel zu tun hat mit Obertönen, harmonische Saturierung und solche Geschichten. Das war beim DCAC eigentlich noch gar nicht so. Da ging es mir wirklich mehr um dynamische Effekte, um auch so zu zeigen, was so ein Kompressor alles machen kann. Also der kann ja auch so Stottereffekte machen und Sachen, die dann sich anhören wie so ein Rückwärtsecho und so. Also wirklich so ein Gerät, wo man so ganz tief in die Dynamik des Originalsignals eindringen kann. Verstehe. Aber auch bei Bedarf die Kompression quasi unhörbar machen und total transparent. Also okay, ich wollte so einen Kompressor schaffen, der eigentlich alles kann und der sich auch überhaupt nicht an analogen Vorbildern orientiert, sondern da ging es wirklich eher um Dynamik und was man mit Kompression, mit Dynamik alles so anstellen kann. Wie so einen kleinen Werkzeugkoffer zu haben, um Probleme zu lösen, weil ich denke mal, dass da jeder seine Go-To-Kompressoren hat für alles Mögliche. Aber es gibt ja genug Situationen, wo die dann nicht passen, weil irgendein Timing-Constant oder hier die Programmabhängigkeit, die Kurven nicht richtig passen und so. Und das kann man halt mit dem DCAC alles einstellen. Und für solche Situationen, denke ich, ist nicht schlecht, das Ding in der Toolbox zu haben. Danach hast du dann irgendwann angefangen, mal Richtung Emulationen dich auch zu beschäftigen, oder? Genau, also es ging los mit SDRR, diesem Sättigungsding. Eigentlich wollte ich ein EQ machen, daraus ist nichts geworden, weil ich beim Basteln der Ein- und Ausgangsstufen gemerkt habe, das geht jetzt sehr stark in Sättigungs-Plugin, glaube ich. Der EQ wird aufgeschoben und ja. Also die letzten 3 Plugins eigentlich, die ich gemacht habe, war letzten Endes immer der Versuch, einen EQ zu programmieren, aber ich bin immer wieder abgelenkt worden. Ja, aber es sind ja sehr schöne Sachen bei rausgekommen. Jetzt parallel dazu, wie hat sich das dann entwickelt zu deinem Fulltime-Job, heute ist es ja dein Lebensunterhalt, den du damit verdienst und deine Sache, mit der du dich zu 100% beschäftigst. Wie sind dann erste Leute irgendwann auf dich aufmerksam geworden? Wie hat sich das entwickelt? Und würdest du sagen, gab es einen bestimmten Durchbruch, wo du sagst, an dem Punkt ist es dann wirklich mal explodiert im Vergleich zu vorher? Explodiert ist es eigentlich mit der Veröffentlichung von Muke, diesem Varimu-Kompressor von mir. Also da gab es ein Wahnsinnsinteresse, eigentlich bis heute. Ja, also es ist auch bisher mein aufwendigstes Plugin gewesen und mit viel Trial and Error verbunden und wieder von Null anfangen und so. Und ich dachte, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es sich entscheidet. Könnte sein, dass das Ding mich ruiniert. Ja, aber es ist ja dann doch ganz gut geworden und kommt offensichtlich bis heute sehr gut an. Das hat ja auch fast jeder irgendwie auf seiner DAW, glaube ich, weil es gibt auch eine Version, die gar nichts kostet. Ja, zum Anfüttern. Aber ich denke, die funktioniert dann schon auch ganz gut in vielen Situationen. Ja, erklär doch mal, was der Gedanke dahinter war. Die Frage, die ich von vielen Leuten bekomme, ist ja, was emuliert das jetzt, das Plugin? Und was ist der Unterschied von der Free-Version zu der Kaufversion? Also Ziel beim Muke war eigentlich wie bei den Teilen vorher, eine Toolbox zu schaffen. Nur diesmal war es halt eine sehr reduzierte Toolbox auf ein Thema, nämlich Varimu-Kompression. Ja. Also salopp gesagt, da wird als Gain-Reduktionselement einfach eine Röhre benutzt. Im Gegensatz zum Opto, wo so eine Optuszelle benutzt wird oder beim FET eben. Ja. Also es ist einfach eine andere Kompressionstopologie. Was wäre jetzt das populärste Beispiel für den Varimu? Fairchild. Genau. Optisch wäre LA2A oder LA3A. Genau. VCA ist halt SSL-Bus. Genau. Und so weiter. Ja. Oder der DBX 160 und so genau. weiter. Ja, also ich bin halt ein großer Fan vom 176, also Universal Audio, beziehungsweise den Retro Instruments, die eine Wahnsinns-Hommage an den gebaut haben. Ja. Und das ist auch wirklich mein Lieblingskompressor für alles ist. Also das ist
Da stimmt dann wirklich der Spruch, einfach Audio durchlaufen zu lassen, ist eine ganz andere Welt, die sich da öffnet, ja, selbst ohne Kompression. Wir sind ja hier, wie man aus vielen Studiobildern kennt, so auch ziemliche Nerds und Fans der Universal Audio Kompressor-Geschichte. Leider fehlt uns der noch. Ordne den noch mal geschichtlich ein. War der vor allen 1176ern? War das so ein Ur-1176er? Als erstes kam der 175er, der noch ein Tick anders war. Dann kam der 176er und erst später haben die sich von der Röhrentechnik, also wollten die einfach noch schnellere Timing-Konstanten haben und dann wurde der Fett 1176 entwickelt. Was ich mich immer frage, so die vereinfachte Version der Kompressorgeschichte ist für mich aber du kannst mir gerne widersprechen, weil ich weiß, es kann so nicht stimmen, ist für mich dass die Mittel sehr begrenzt waren, die man an Bauteilen hatte. Ich stelle mir das irgendwie ganz naiv so vor, eigentlich wollte man immer einen neutralen Kompressor haben, hatte aber eben nicht die Bauteile, um einen neutralen Kompressor herzustellen. Deswegen war das unheimlich aufwendig, so ein Pferdschalt von der Schaltung her zu entwickeln. Und dann irgendwann, als man dann endlich den neutralen Kompressor hatte, vielleicht in den 80ern oder dann auch mit digital, als man wirklich erstmalig einen Kompressor hatte, der halt gar nicht gefärbt hat, dann hat man plötzlich festgestellt, dass es ja eigentlich viel geiler war, wenn es nicht neutral war, oder? Genau, also das mit der Färberei ging ja quasi erst durchs digitale Zeitalter los. Vorher wollte man ja immer so neutral wie möglich sein. Ne? Aber es ist irgendwie witzig, dass man aber dann heute sich Aufnahmen anhört und es gibt ja super hochwertige Recordings, ob es jetzt nun irgendwelche Frank Sinatra oder Miles Davis Geschichten sind. Und diese Sachen hört man sich ja heute, die vergöttert man ja absolut heute eben durch diese analoge Purheit, die aber aus damaliger Sicht sehr weit weg war von optimal. Das finde ich irgendwie eine gewisse Ironie der Geschichte. Wie man dann endlich bei der Perfektion angelangt war, hat man festgestellt, dass es eigentlich viel geiler war, wenn es gefärbt hat. Und die Wirklichkeit ist halt auch nicht so aufregend, ne? Die kalte, normale Wirklichkeit, sonst würde man auch keine Spielfilme drehen und so weiter, sondern einfach den ganzen Tag Dokus zeigen. Glaube schon, dass das vergleichbar ist. Und so will man natürlich auch das, was man aufnimmt, noch schöner machen und nicht nur so, wie es nicht nur die Realität abbildet. Ja, oder wie man jetzt beim iPhone 7 Plus plötzlich mit den 2 Kameras dann eine Unschärfe, Tiefenschärfe erzeugen kann und dann oft halt die aufregenden Bilder halt nicht die schärfsten sind mit der höchsten Auflösung, sondern die unscharfen, wo Kontrast und Tiefe drin ist. M-Juk waren wir angelangt. Das war welches Jahr? Sommer 2015, genau. Ah, okay. Noch gar nicht. Ich habe allerdings gar nicht so lange her. Nee, ich habe allerdings schon seit 2013 habe ich Klanghelm dann Vollzeit betrieben. Okay. Also mit der Veröffentlichung von SDRR konnte ich quasi meinen Job dann schon an den Nagel hängen. Ich habe ja im Intro kurz erzählt, dass du jetzt im klassischen Sinne eigentlich kein Marketing machst. Wie hast du dann irgendwie eine Awareness geschaffen oder wie sind Leute dann auf deine Plugins gekommen überhaupt? Also ich habe 2 Sachen gemacht. Ich habe es auf Gearslutz gestellt und ich habe es auf KVR gestellt. Das ist alles, was ich gemacht habe. KVR ist das sind beides Foren, klassische, genau, aus der Zeit so 2004, 2005, glaube ich, entstanden. Gearslutz, glaube ich, kennt jeder. KVR ist dann so ein ähnliches Ding, wo sich auch relativ viele Entwickler tummeln und wo auch relativ nerdig dann über Plugins gesprochen wird, oder? Genau, und es ist halt auch eine große Datenbank, wo man sich auf Plugin-Suche geben kann und dann zu den Herstellern auch geleitet wird. Also viel Information ist dort auch zu finden. Es gibt dort auch ein extra Entwicklerforum. Wie lebendig und effektiv sind diese Foren für dich jetzt im Vergleich zu der Hochzeit? Ich kann mich erinnern, dass Gearslutz dann schon 2006, 2007 irgendwann so richtig durch die Decke gegangen ist und gleichzeitig waren Geschichten wie Facebook eben noch nicht wirklich da bei der Masse.
Und ja, dann hattest du so als Gearslut, als Nerd, das ist ja wirklich ein sprichwörtlich gewesen damals, hat man keine andere Gelegenheit gehabt, als sich da dann mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ja, also das hat, denke ich, für für Klanghelm schon eine sehr große Rolle gespielt. Ja. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass dass Facebook da eher die Nase vorn hat mittlerweile. Ja. Prima. Aber auf alle Fälle haben diese Foren noch große Bedeutung nach wie vor. Ja. Was halt wirklich immer weniger Bedeutung kriegt, sind diese ganzen Fachzeitschriften. Also wenn früher eine Rezension erschien in der Sound on Sound oder so oder Computer Music, habe ich schon deutlich gemerkt. Ja. Das ist in den letzten Jahren wirklich stark zurückgegangen, weil sich viele Leute über so Kanäle wie deinen zum Beispiel informieren. Sehr interessante Beobachtung, die ich ja jetzt nicht so mache, weil ich einfach jetzt sowieso aktiv bin und auch immer versuche dann Channels zu erforschen, die jetzt gerade irgendwie neu dazukommen. Jetzt bin ich gerade super intensiv dran, diese Instagram Stories zu erforschen. Da kann man jetzt auch Ads eben drauf schalten. Und das Interessante an Facebook ist ja eben, dass du den Leuten das nicht irgendwie reinwirkst, sondern der Ad ist ja dann nur günstig auf Facebook, wenn die Leute es auch wirklich sehen wollen und konsumieren. Insofern, Facebook ist so eine Mischung von E-Mail, Newsletter und YouTube. Also zum einen ist man ja klassisch auf YouTube gegangen, um sich ein bisschen über Produkte zu informieren. Also man ist aktiv dahin gegangen. Zum anderen hat man Newsletter abonniert, weil man eben auch die Infos geschickt bekommen möchte, die einen interessieren. Und Facebook ist für mich genau die Mischung aus E-Mail, Newsletter und YouTube kombiniert. Du kriegst quasi direkt die Videos und Artikel geschickt, die dich interessieren. Und es ist ja nun so, dass Facebook einfach komplett quasi keine oder nur noch sehr geringe organische Reichweite hat. Das heißt, auf deiner Timeline kriegst du dann wirklich nur die Sachen von deinen Freunden, wo Facebook weiß, da interessierst du dich echt für und mit denen kommunizierst du auch ständig. Aber so die organische Reichweite, die ist halt zurückgeschraubt worden, weil Facebook logischerweise dann auch das monetarisiert, dass man eben als Unternehmen seine Sachen an die richtigen Leute bringen kann. Das sehe ich aber eigentlich nicht als negativ, weil es ist einfach auch ein Marketplace. Und wenn du uninteressante Sachen als Ad schaltest oder das Video nicht spannend ist oder so, dann siehst du es halt daran, dass es zu teuer ist, weil dann keiner auf deinen Beitrag geht und Facebook dann auch sehr vorsichtig diese Geschichten postet. Und das finde ich sehr spannend daran. Also das sind alles so Sachen, über die ich mir ehrlich gesagt praktisch keine Gedanken mache, weil ich ja kein Marketing in dem Sinne mache. Es ist bis heute so, dass ich nur über die beiden Foren gehe, mittlerweile natürlich auch über meine Facebook-Seite und über einen Twitter-Account dort neue Sachen vorstelle. Aber das ist es auch. Das ist alles, was ich mache. Es gibt auch keine Testimonials auf meiner Homepage oder sowas. Es gibt keine Sales, sondern es gibt wirklich bloß... Du unterscheidest dich in ganz vielen Dingen eben von allen anderen Plugin-Herstellern. Und du bist halt der eine, der das anders macht und den man eben aber trotzdem kennt. Ich glaube, das ist halt dann die Besonderheit bei dir. Erzähl doch mal, wie das kam, dass deine Plugins wirklich preislich für mich einfach völlig unterhalb von einer Schwelle liegen, wo irgendjemand auf die Idee kommen würde, das irgendwie als Crack sich irgendwo runterzuladen, weil dein teuerstes Plugin, korrigiere mich, kostet 22 €, richtig? 24. 24. Ist für mich halt absolut, und ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung, was Pricing betrifft, ist für mich eben so ein Preis, wo zumindest in der westlichen Welt jeder sagt, oh, ist geil, kaufe ich, und dann wird es auch sofort gekauft, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Es ist einfach schnell gekauft, und wenn dann die Qualität noch stimmt, wie bei dir, dann ist es halt so, dann hast du halt super treue Fans und man kann eben alle deine Plugins zu einem Preis kaufen, wo du woanders halt noch nicht mal eins bekommst.
Ja, naja, was ich auf jeden Fall unter allen Umständen vermeiden möchte, ist, dass ich gierig rüberkomme. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich mit sehr geringen Preisen ja wirklich angefangen habe. Also VMT die erste Version hat am Anfang, glaube ich, 5 Euro oder so gekostet. Einfach mal als Testballon, um zu gucken, was geht da. Außerdem war mir schon klar, ich bin nur eine Person. Ich kann vielleicht nicht jedes Problem lösen. Ja? Also ich kann auch nur allein den Support betreuen. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Ahnung und keine Vorstellung davon, was auf mich zukommen würde. Ob das nun 5 Leute, 500 oder 5000 kosten, ob es Probleme gibt. Ich hatte ja für VMT nicht mal eine richtige Beta, also so wie ich es halt heute mache, sondern das wirklich bloß in einem sehr kleinen Kreis getestet. Und ich denke, ich hatte auch einfach wahnsinniges Glück, dass das so gut funktioniert hat. Ja. Der Erfolg ist dann einfach auch eine mathematische Formel. Und wenn du vom Preis weit genug runtergehst, wird das einfach sogar mehr als wettgemacht durch die Stückzahlen, die du dann eben erreichst, weil deine Produkte sind halt dann preislich sehr einfach zugänglich für viele Leute und dann kaufen es halt um so viel mehr. Das ist eine Diskussion, die ich auch habe, weil ich habe ja auch ein paar Dritt-Plugins, die ich bei mir im Shop verkaufe. Und ich sehe dann halt, dass ein Plugin, was regulär 69, 79 oder 59 kostet, wenn dann eben der Hersteller zu mir sagt, hey, wir machen jetzt mal irgendwie so einen Sale und jetzt kannst du mal das für 40% off anbieten, dann verkaufe ich halt plötzlich 400 Plugins von einem Plugin, was sonst 13 Stück im Quartal verkauft hat. Und da siehst du dann, dass die Mathematik halt für den Preis spricht, für den reduzierten. Weil auf der anderen Seite hat man dann natürlich mehr Leute, die Support einfordern können, ne? Ich sehe das halt auch immer so, jede Supportanfrage ist auch eine Chance, in eine persönliche Beziehung zu einem User reinzugehen, der dann auch wieder anderen erzählt, hey, das war super Support und so, aber ist natürlich bei dir auch, du bist ein Mann, klar, und du willst gute Plugins entwickeln. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, also am aufwendigsten ist tatsächlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Warum zeigt mein Logic DAW-Meter andere Werte als VMT an? Also das passiert tatsächlich am häufigsten. Ja, das ist schon schwierig, das ist so in 2, 3 Sätzen zu erklären. Also so, dass es der Gegenüber auch versteht. Ne? Ja, durch die unterschiedlichen Ballistiken, das ist schwierig. Da müsste man eigentlich weit ausholen. Ich habe ja schon meine vorgefertigten Texte beziehungsweise Links, auf die ich die dann schicke. Ja. Aber ja, also wenn man so eine Frage stellt, möchte man eigentlich auch eine schnelle Antwort haben und eine kurze Antwort haben, aber die gibt es leider nicht. Stimmt, das ist in unserer Welt so. Die Leute möchten auf ihre Fragen in einem Satz die gesamte Weisheit, die dahinter steckt. Und das ist halt manchmal dann nicht so einfach. Ja. Das funktioniert bei allen anderen Plugins wunderbar, aber bei diesem Thema ist das echt schwierig, weil VMT ist auch wirklich ein Plugin, wo man denkt, ich habe bisher nur meine DAW-Plugins benutzt, was kaufe ich denn jetzt als erstes? Ne? Und da steht VMT steht ganz oft auf der Liste ganz oben, so als erstes Plugin. Das heißt, bei mir hat sich total etabliert. VMT Deluxe ist halt einfach so ein Werkzeug, das ist einfach für mich in jedem Channel einfach das erste Plugin vorne. Weil du kannst dein Input-Level checken, du kannst auch irgendwie schnell dein Signal auf Mono, du kannst gucken, wie hört sich Stereo an. Du hast dann eben auch einen dynamischen Filter mit drin, wo du auch mal Sachen, die stören, irgendwie kannst eigentlich auch für die Async verwenden, richtig? Ja. Also du kannst eigentlich dein Signal super gut vorbereiten für alles Weitere. Pegelmäßig ist es tatsächlich halt bei mir so, wenn ich für einen Mix und wir machen ja jetzt hier sehr viel Stem-Mastering, wo wir Leuten Feedback auf ihren Mix geben und dann Stems bekommen. Und es ist halt trotzdem meistens so, wenn ich die Stems reinlade oder die Einzelspuren, die mir Leute schicken, bin ich halt oft im Mixbus brutal im roten Bereich. Das heißt, es ist fast eine Routine bei mir in alle Channels. Eben früher war es der Logic Gainer einfach, mit dem ich dann 15 dB minus gegangen bin.
Und heute ist eben dein VUMT Deluxe Plugin, was dann einfach alle Pegel um den gleichen Faktor eigentlich zurückdreht. Und dann schaue ich mir den Mixbus an und auf dem Mixbus brauche ich schon eigentlich 15 dB. Wenn ich jetzt mal so einen Durchschnittspegel nehme, die Peaks sollten jetzt nicht höher als -8 oder so liegen, weil es ist ja dann immer so, wenn du dann deinen Mix halbwegs fertig hast und bist happy damit, ist ja oft doch eine Situation da, wo du sagst, okay, jetzt müsste die Kick einfach noch mal viel lauter sein. Und wenn du dann schon an -3 Fullscale dran bist und so, dann hast du da keine Chance. Oder wenn du schon deine Mixbuskette drauf hast und so, dann da sehe ich halt immer, dass dann die Leute wirklich sich es komplett nehmen, ihren Mix so zu machen, wie sie ihn hören. Weil sie können dann die Kick einfach nicht mehr lauter machen, weil ihr komplettes Gain-Staging von vornherein so angelegt ist, dass sie direkt so relativ hoch gehen im Bus. Und das ist für mich eins der ganz großen Geheimnisse oder Tricks, wie man sich die Freiheit eben beibehält. Weil wenn dann einer sagt, okay, die Kick muss jetzt einfach noch mal viel lauter, es ist dann einfach so, wenn deine Session nicht so angelegt ist, dass du das einfach machen kannst, dann machst du es oft einfach gar nicht. Das klingt bescheuert, aber ist halt so. Das ist deswegen fand ich eben die Analogie zum Bankkonto einfach so, weil wenn du irgendwas dringend brauchst, eigentlich unbedingt für dein Leben und dein Bankkonto ist aber gerade im Minus schon, dann machst du das halt nicht. Was, denke ich, auch immer noch vernachlässigt wird, dass man gar nicht so heiß aufnehmen muss. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du viel Pegel brauchst, sondern die Auflösung ist, dynamische Auflösung ist mittlerweile so gut, dass es völlig okay ist, irgendwie, wenn man bei -12 oder so piekt. 144 dB, das muss man sich mal vor Augen halten, was das für eine Dynamik ist. Also wenn man sich dann überlegt, wo so der sag ich mal, gesunde Rauschpegel von analogen Geräten ist. Ja. Was kann der beste Mic Pre überhaupt an Dynamik darstellen? Da sind wir wahrscheinlich bei den besten Geräten irgendwie bei 118 dB oder so. Ja. Was dann rein rechnerisch, wenn du 144 minus 118, dann hast du das, was du problemlos verschenken kannst, ohne dass sich irgendwas ändert. Genau. Das ist schön, das von dir auch so zu hören. Wie geht's weiter bei dir? Wenn du 2 Jahre an einem Plugin arbeitest und das kannst du auch noch mal vertiefen, dann ist natürlich sehr entscheidend, was du dir vornimmst als nächstes, damit deine nächsten 2 Jahre dann auch deine Zukunft weiter sichern können. Das letzte Jahr habe ich damit verbracht, Updates für bestehende Plugins zu machen, also sprich hier VMT 2.0, SDRR 2.0, um die Plugins einfach ein bisschen moderner zu machen, ein paar Usability-Features rein. Teil deiner Philosophie, dass die Sachen, die du mal angefangen hast, dass du die auch weiter pflegst, dass die auch in die Zukunft geblickt immer Teil deiner Produktpalette bleiben werden und weiter gepflegt werden, richtig? Das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Das finde ich sehr wichtig, dass die Sachen nicht in der Versenkung verschwinden. Wenn ich da schon 2 Jahre dran sitze, dann wäre es auch wirklich schön, wenn die Leute damit viele Jahre Spaß haben. Ja. Ne? Und dazu gehört halt, dass ich die Sachen auch pflege und nicht irgendwann, Wobei ich sagen muss, die 2.0er-Versionen, das waren alles freie Updates, aber ich denke, wenn es dann Richtung 3.0 geht, dann kann ich das nicht mehr machen. Ich glaube, wenn es einen gibt, der für ein 3.0er-Update Geld verlangen kann, dann bist du das. Ich glaube, das hat man sich dann auch verdient, weißt du? Wenn man so viel Value den Leuten gibt mit dem, was man macht, und jeder überlegt sich, dass der Preis eigentlich ein Witz ist, wenn man es mit dem gesamten Restmarkt von Plugins vergleicht. Ich glaube, das zahlt dann jeder sehr gerne. Ja. Ich glaube, die Leute fühlen sich schuldig. Das ist auch eine Strategie. Damit kannst du nicht falsch liegen. Den Leuten wirklich so genial viel Wert für so wenig Geld zu geben. Wie geht's weiter bei dir? Ja, also jetzt arbeite ich gerade an DCAC 3. Das muss unbedingt noch bis Ende des Jahres raus. Da bin ich aber gute Dinge, weil ich den ganzen DSP-Kram schon fertig habe. Da ist es übrigens auch wieder so wie bei VMT. Ich habe quasi das ganze Plugin neu geschrieben, weil irgendwie man guckt sich dann den alten Code an von vor 4 Jahren oder so oder 5 Jahren und denke ich, oh Gott, was hast du da und warum hast du das nicht so gemacht? Und gerade bei Nuke habe ich so extrem viel nochmal gelernt, dass ich letzten Endes doch dabei gelandet bin, vieles einfach neu zu programmieren.
Wenn das raus ist, gibt es so 2 Plugins, die ich nebenbei schon entwickle und auch schon relativ weit bin. Eins davon ist ein EQ, aber ich weiß noch nicht, ob es letzten Endes Genau, du ein wolltest EQ schon wird, öfters mal einen machen. Aller guten Dinge sind 3 und da hoffe ich einfach mal, dass es diesmal tatsächlich einer wird. Jetzt haben wir sehr viel nerdig im Detail geredet. Jetzt will ich mal den Leuten ganz kurz hier den Pitch geben und du kannst das kurz kommentieren. VUMT ist ein Metering-Plugin in der Basisversion, was alle möglichen verschiedenen, ich hoffe, ich sage das richtig, Ballistiken darstellt. Metering-Standards, ja. Metering-Standards ist auch als Gainer verwendbar. Das heißt, dass die Basisfunktion, für die ich das verwende, hat es auch für 14 €. Dann hast du ein VUMT Deluxe. Das ist... Ins VUMT Deluxe habe ich noch so ein paar Channel-Tools gepackt, die ich gern nutze, um so Tracks vorzubereiten. Ja. Also da gibt es dann unten so ein Panel, was man ausklappen kann, wieder einklappen kann. Da haben wir einmal Filter mit einer wählbaren Flankensteilheit, 6 dB. Was für eine Art Filter ist das? Die haben gar keine Latenz. Es sind Minimum-Phase-Filters, die auch kompensiert sind, dass es bei einer geringeren Sampling-Frequenz, einer Nyquist-Frequenz, dass sie da nicht zusammengedrückt werden, also dass es da keine Verzerrung gibt. Dann ist noch ein dynamischer EQ drin. Da könnte man De-Essing machen oder Resonanzen oder sowas entfernen. Das war mir sehr wichtig, dieser dynamische EQ, weil, also ich finde immer irgendeine Frequenz, irgendwas, was mich an dem Track stört. Und ein normaler Notch-Filter oder so, also ein statischer Filter, arbeitet mir meist zu offensichtlich. Jetzt extra ein dynamisches EQ-Plugin reinzuladen für so einen einfachen Reparaturtask. Es ist auch dann eine praktische Frage. Es machen dann einfach viele Leute nicht. Für mich typisches Ding, Vocals, da haue ich den Hochpassfilter rein, der ist immer irgendwie angesetzt. Dann haben einfach viele Vocalaufnahmen, die ich bekomme, die so in kleinen Vocal Boosts suboptimal aufgenommen sind, haben halt irgendwie so, keine Ahnung, bei 400-500 Hertz irgendwie sowas, was ein bisschen boomy ist, und das kriegt man dann eigentlich ganz gut raus mit den dynamischen Filter. Gerade bei E-Gitarren, verzerrten E-Gitarren, die so ein fieses Näseln haben, da finde ich, funktioniert das ganz gut, und ich finde es einfach, ist mir der Aufwand zu groß, ein dynamisches EQ-Plugin dann reinzuladen. Ja. Dynamische EQ-Plugins in der Regel ja eine sehr umfassende Funktionalität haben und nicht nur 2 Regler, obwohl man eigentlich bloß eine einfache Sache machen will. Du willst eigentlich bloß schnell was reparieren. Ne? Dann sehe ich hier noch unten auch in der Utility-Section von VUMT Deluxe noch einen Monomixer. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber sag du es nochmal. Da kannst du einfach alles, was unterhalb einer bestimmten Frequenz ist, Mono machen. Vinyl-Mastering. Für 22 €. Sehr erstaunlich, was da alles drin steckt. Gut, das war VUMT Deluxe. M-Uke kennen die meisten Leute. Gibt es eine Free-Version? M-Uke Junior ist deine Varimu-Emulation, und dann auch da wieder die Vollversion, kostet 24 €. Das ist dein teuerstes Plugin. Gegenüber der Free-Version inwieweit unterschiedlich? Es gibt halt 3 verschiedene Varimu-Kompressionsstile sozusagen. Der erste geht so in Richtung Fairchild, wobei das schon stark abgewandelt ist. Also ich kenne nur Fairchild-Emulation, muss ich dazu sagen. Ja. Aber in jeder Emulation ist es so, dass ich mit diesen Timing-Konstanten nie zurechtkam. Ja, also die sind schneller bei dir, oder? Die sind schneller, ja. Okay, ja. Und, da ich ja eher so ein Rockmusik-Typ bin, mag ich den Sound vom Fairchild ja sehr und so dieses gutmütige Kompressionsverhalten. Aber die Timing-Konstanten finde ich immer zu langsam und nicht zupackend genug. MK1 dann, von dem du gerade redest. Genau. Okay. Genau. Das zweite Modell ist sehr stark angelehnt an den Retro 176. Super. Da war es vor allen Dingen wichtig, diesen Sound, den er ohne Kompression macht, gut hinzukriegen. Also dieses den hast du auch als Hardware bei dir stehen, oder? Den habe ich auch als Hardware, genau. Okay. Also den kenne ich in- und auswendig. Und da bist du dann richtig auch in den Vergleich gegangen bei der Entwicklung? Also es ist sowieso auch so, dass ich alles, was ich an Schaltkreisen kriegen konnte, so analysiert habe und durchgegangen bin. Inwiefern gelangt dann der Schaltkreis in welcher Art in deinen Code?
frage ich mal ganz naiv, als jemand, der noch nie gecodet hat. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also generell, wenn ich ein Plugin entwickle, was irgendwas mit der analogen Welt zu tun hat, versuche ich erstmal so naiv wie möglich an die Sache ranzugehen. Das heißt, es gibt ja eigentlich letzten Endes zwei Möglichkeiten, ne? Irgendwie so eine Emulation zu machen. Entweder man macht man macht die Blackbox-Variante, sprich analysiert Input und analysiert am Output, was das Gerät mit dem Input macht und fantasiert sich dann da irgendwas zusammen. Das hat aber dann auch immer eine dynamische Komponente. Das heißt, du misst es bei verschiedenen Eingangs- und Ausgangspegeln. Genau, auch Transienten, Material und so weiter testen. Also so kann man schon recht weit kommen, auch wenn man über das Gerät liest, was es an den verschiedenen Stellen macht. Das kann schon ganz gut funktionieren. Andererseits, wenn man irgendwo einen Fehler hat in seinem Modell, was man dann gebastelt hat, ist der schwerer zu finden, als wenn man auf Komponent-Level geht und da wirklich versucht, jedes einzelne Bauteil irgendwie in Code umzusetzen. Also habe ich das richtig verstanden, dass der Code deiner Kompressoren tatsächlich auch digitale Nachbauten der originalen Schaltungen beinhaltet? Es ist ein Mix aus allem. Okay. Also was auch ein Grund ist, warum ich so lange dafür brauche und generell sehr lange brauche, weil ich keine Scheu habe, dann auch immer wieder von Null anzufangen. Also ich versuche wirklich diese Emulation in verschiedene Blöcke einzuteilen und dann diese Blöcke unabhängig voneinander. Du weißt schon, dass eben dann eine Eingangsstufe oder eine Ausgangsstufe oder ein Transformer im Gerät, dass der isoliert für sich gesehen eine bestimmte Sache macht, dann isolierst du den auch in deiner Entwicklungsumgebung. Genau. Ich muss dabei natürlich auch im Kopf behalten, dass diese einzelnen Parts miteinander agieren und natürlich auch eine Vorstellung davon haben, wie die miteinander interagieren sollen. Das heißt, ich sag mal, 70% oder so von dem, was ich da mache, ist eigentlich Hören. Ja, klar. Und hören, immer wieder hören und so. Also ich habe mir da auch meine eigenen Analysetools zum großen Teil. Hörst du dann und hast gleichzeitig noch ein optisches Feedback über das Obertonspektrum, Pegel? Beschreib das mal. Also der Einfachheit halber habe ich eigentlich beim Analysieren immer so einen FFT-Analyzer an und ein paar Testsignale und ein Spektrogramm und so noch diverse andere Tests, die so Dynamikkurven darstellen können und so weiter. Das sollte erstmal optisch einigermaßen passen. So, ne? Und dann mache ich mich letzten Endes ans Hören. In den letzten Jahren habe ich ja glücklicherweise ganz viele Testsignale, aber vor allen Dingen auch Audiospuren zusammengesammelt, gerade auch von Kunden, die Probleme hatten, wo sie merken, warum zerrt der Kompressor hier, ich schicke dir mal die Bassdrum, hör dir das an und so. Also wirklich auch problematische Tracks, die ich so von Kunden gekriegt habe, die nutze ich dann gern für einen Harte-Test. Was für mich allerdings entscheidend ist, dass ich einfach meine Gitarre ranhänge und weil ich merke dann, wie sich so der Sound, der aus meinen Fingern kommt, über das Plugin dann übertragen wird. Also das kann EQ sein, das kann Kompressor sein, das ist egal. Aber ich kriege dann sehr direktes Feedback, ein direkteres, als wenn ich fertig aufgenommene Tracks nehme und mir die anhöre. Das zeigt schon, dass das schon alles sehr, sehr in die Tiefe geht, was du da machst. Ja, muss ja. Und es ist völlig jenseits meiner Vorstellungskraft, wie das Ganze dann in Codezeilen umgesetzt wird. Letzten Endes liegen diesem Ganzen zugrunde ja bloß irgendwelche mathematischen Formeln. Okay, das ist hart, da muss man durch. Das werde ich auch nie richtig verstehen. Das Programmieren letzten Endes ist quasi wie eine Fremdsprache, die man erlernt. Und irgendwann wird das dann halt eine zweite Muttersprache. SDRR ist dein Saturation-Plugin, da haben wir schon vorher drüber gesprochen. 23 €. DC8C ist der erste Kompressor, den du entwickelt hast, der so mehr die digitalen Möglichkeiten ausnutzen soll. Genau. Und dann hast du noch zwei kleine Free Tools, IVGI und DC1A. Was ist das? IVGI ist der kleine Bruder vom SDRR, also die Freeware-Version dazu, und der DC1A ist der kleine Bruder vom DC8C. Prima. Und ich würde jetzt mal allen Hörern, die das über Podcast, über Facebook, Instagram Live oder wie auch immer hören,
Kann ich eigentlich ganz locker empfehlen. Holt euch das alles. Für mich sind das Go-To-Plugins und ich fange eigentlich immer bei Klanghelm an. Und und da ist schon jetzt sehr häufig dann einfach dein M-Juk in der Kette drin, statt was es da sonst gibt. Was ich auch alles habe. Zu hören. Danke. Gut. Dann würde ich sagen, ist es, wie angekündigt, sehr nerdig geworden. Und jeder, der sich interessiert für Plugins, insbesondere deine, hat super Hintergrundinformationen bekommen. Würde ich abschließend nochmal fragen, wie erreicht man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten will? Und wo sollte man im Web hingehen, um sich das alles anzuschauen? Also die Homepage ist klanghelm.com und wer mir eine E-Mail schreiben will, einfach toni@klanghelm.com oder support@klanghelm.com, das kommt immer an. Genau. Facebook bin ich zwar aktiv, aber E-Mail geht auf alle Fälle immer, funktioniert immer schnell. Okay, ja, es ist bei dir sehr übersichtlich. Wie wir es schon einleitend gesagt haben, der Toni ist eine One-Man-Show, a.k.a. Klanghelm, hat über die letzten Jahre ein sehr legendäres Sammelsurium an Emulationen von analogen Kompressoren, an Saturatoren, an Tools zusammengebaut, die ich persönlich sehr nützlich finde, arbeitet 2 Jahre an einem Plugin und bietet das Ganze zu Preisen an, wo man nicht nachdenken muss. Dankeschön. Wenn jetzt jemand selber Bock hat oder Bock bekommen hat, selber Plugins zu programmieren, wie fängt jemand an, was ist das YouTube-Video, mit dem er beginnt? Wie steigt man da am besten ein heutzutage? Ich denke, am einfachsten und am sinnvollsten ist es, sich einfach mal das Juice-Framework runterzuladen, also JUCE. Da gibt es diverse Plugin-Beispiele, die man sich anschauen kann und ansonsten, einfach suchen. Okay, ist es für dich vorstellbar, in Zukunft mal von der One-Man-Show zu einer Company zu werden? Oder hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du dir einen Assistenten, einen Co-Entwickler oder einen weiteren Entwickler dazu holst? Also ich denke, gerade für so Support-Geschichten, Website-Pflege und so wäre es sicherlich sinnvoll, jemanden zu haben, aber das würde auch mit sich bringen, dass ich irgendwie Räume bräuchte, weil jetzt mache ich alles von zu Hause. Ja. Das würde die Sache nur verkomplizieren und Klanghelm ist ein Hobby und ich finde es gut, dass es diesen Hobby-Charakter weiter hat, auch wenn ich davon leben kann. Das ist ein das ist ein ganz großer Luxus, wo ich sehr dankbar bin, dass es so funktioniert. In positiven Sinne etwas, wo dann auch die User von profitieren, dass du eben nicht unter den Zwängen steht, die im extremsten Fall eine Firma, die an der Börse notiert ist, hat, wo die 3 Monatsergebnisse stimmen müssen, sondern jemand, der halt sich hinsetzt. Also ich habe halt wirklich auch den Luxus, dass ich mir eben auch 2 Jahre Zeit lassen kann für ein Plugin. Ein Plugin ist halt fertig, wenn es fertig ist. Und wenn es so lange dauert, dauert es halt nun mal so lange. Ne? Also es gibt da keinen Druck von irgendjemandem, irgendwas Halbgares rauszubringen. Das gefällt mir super. Das ist fast ein romantisches Ideal, wie du an die Sache rangehst. Und ja, dann würde ich zum Abschluss nochmal allen Leuten, die sich das jetzt live angesehen haben, danken, dass sie so lange dabei geblieben sind. Ich fand es persönlich super hochinteressant. Das Ganze wird dann auch in den nächsten Tagen erscheinen auf unserem Mix bei Mark Mozart Podcast, den man am einfachsten über die Apple Podcast App bekommt. Und wem das gefällt, der sollte erstmal unseren Podcast abonnieren. Dann kann man ihn super bequem morgens auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel hören. Und wir freuen uns auch sehr, insbesondere heute fand ich das absolut 5 Sterne bewertungswürdig, was der Toni hier uns an Hintergrundwissen mitgegeben hat.
Also abonniert den Podcast. Gibt es viele spannende Sachen. Wir versuchen fast täglich einen neuen Podcast rauszubringen, schaffen das nicht immer, aber haben sehr interessante Gäste. Heute war es der Toni Fränzel, a.k.a. Mr. Klanghelm. Dann sage ich vielen Dank. Und ja, ich danke dir. Wir bleiben ohnehin in Kontakt und sind ja dabei, noch ein paar Sachen auszubrüten hinter den Kulissen. Na klar. Prima. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Ciao. Ciao.